Geh mal in einen Reifenladen oder schau dir einen brandneuen Satz Reifen an, der frisch aus dem Lager kommt. Wenn du genau hinsiehst, wirst du fast immer etwas Seltsames bemerken. Auf der Lauffläche, also genau dort, wo der Reifen die Straße berührt, ziehen sich dünne, bunte Linien einmal komplett um den Umfang. Rot, gelb oder blau. Manchmal ist es nur ein einzelner, einsamer Strich. Manchmal sind es mehrere Farbcodes, die wie gestapelt nebeneinander liegen. Sie sehen so präzise und fast schon dekorativ aus, dass sie uns täuschen. Und weil sie nach den ersten paar Fahrten oft spurlos verschwinden, ranken sich darum wilde Mythen. Viele Autofahrer glauben, das sei ein geheimer Qualitätscode der Hersteller. Andere denken, ein roter Streifen bedeutet Ausschussware oder zweite Wahl, die billiger verkauft wird. Wieder andere halten es für einen Indikator für die Polizei oder den TÜV, um zu sehen, ob das Auto verkehrssicher ist. Oder sogar für ein Zeichen für die maximal zulässige Geschwindigkeit. Aber hier ist die Wahrheit. Diese Linien sind überhaupt nicht für dich gemacht. Sie haben nichts mit der Performance zu tun, nichts mit der Traktion, nichts mit der Legalität und schon gar nichts mit der Qualität des Gummis. Tatsächlich haben diese bunten Streifen ihren Job schon erledigt, lange bevor der Reifen überhaupt auf deine Felge gezogen wurde. Um zu verstehen, warum wir sie heute noch brauchen, müssen wir hinter die Kulissen einer modernen Reifenfabrik schauen. Wir müssen ein bisschen zurück in die Geschichte gehen. Das Markieren von Reifen mit Farbe ist keine neue Erfindung. Die Praxis reicht zurück bis in die frühen Tage der Massenproduktion im frühen 20. Jahrhundert. Als Autos nicht mehr Luxusgüter für wenige waren, sondern Massenware wurden, mussten Reifenfabriken ihre Produktion radikal umstellen. Man wechselte von der handwerklichen Fertigung kleiner Stückzahlen hin zu Hochgeschwindigkeitsfließbändern. Plötzlich produzierten Fabriken tausende, fast identische schwarze Gummiringe jeden Tag. Und damit entstand ein massives neues Problem, das es vorher nicht gab. Wie unterscheidest du einen Reifen mit einer weichen Gummimischung von einem mit einer harten Mischung, wenn beide exakt gleich aussehen? Wie verhinderst du, dass der Reifen für den Sportwagen versehentlich auf den Stapel für die Familienkutsche kommt, ohne das Fließband anzuhalten? Die Lösung war simpel, billig und effektiv: Kreide und Farbe. Lange bevor es Barcodes, RFID-Chips oder Computerscanner gab, nutzten Arbeiter Farbe, um Reifen schon aus großer Entfernung zu identifizieren. Sie waren perfekt für die staubigen Fabrikhallen und riesigen Lagerhäuser geeignet. Im Kern sind die bunten Linien, die wir heute sehen, die Evolution dieser alten Kreidestriche. Es sind reine Herstellungs- und Logistikmarker. Sie werden in der allerletzten Phase der Produktion aufgetragen, meist direkt nachdem der Reifen gebacken und inspiziert wurde. Dieser Farbcode hilft den Fabrikarbeitern, den Lageristen und den Händlern. Sie können wichtige Informationen auf einen Blick erfassen, ohne dass Sie das mikroskopisch kleine Kleingedruckte auf der Seitenwand lesen müssen. Aber Vorsicht! Es gibt hier keinen globalen Standard. Das ist der wilde Westen der Industrie. Ein roter Streifen auf einem Reifen von Marke A bedeutet vielleicht etwas völlig anderes als derselbe rote Streifen auf einem Reifen von Marke B. Jeder Hersteller nutzt sein eigenes internes Beschichtungssystem. Die Streifen können alles Mögliche kodieren: die Reifengröße, das Profilmuster, die Gummimischung, die Produktionscharge oder sogar die spezifische Fabrik, in der der Reifen hergestellt wurde. In den riesigen Lagerhallen ist das überlebenswichtig. Stell dir vor, du bist ein Händler und bestellst 100 Reifen mit demselben Profil, aber in unterschiedlichen Breiten. Wenn die alle auf einem Haufen liegen, ist das Chaos vorprogrammiert. Du kannst nicht jeden Reifen einzeln umdrehen und die Schrift lesen. Aber dank der Farben siehst du sofort, welcher Stapel wohin gehört. Aha, der Stapel mit den gelben Linien gehört nach links, der mit den blauen nach rechts. Das reduziert Fehler drastisch, beschleunigt das Verladen und spart Millionen an Kosten durch Falschlieferungen. Du fragst dich vielleicht, warum keine modernen Barcodes oder QR-Codes? Die Antwort ist Geschwindigkeit und Sichtbarkeit. Auf einem hektischen Fabrikboden oder in einem dunklen Lagerhaus müssen Arbeiter Reifen sofort erkennen, oft aus mehreren Metern Entfernung. Farbe braucht keinen Strom. Farbe braucht keinen Scanner. Farbe stürzt nicht ab. Es ist wichtig, hier mit ein paar hartnäckigen Mythen aufzuräumen. Erstens, Qualität. Ein Reifen mit 3 Streifen ist nicht besser als einer mit einem Streifen. Und Gelb ist nicht besser als Rot. Die Streifen verraten dir nicht, ob der Reifen neu oder alt ist. Dafür gibt es den sogenannten DOT-Code, der in die Seitenwand geprägt ist. Drittens, das Auswuchten. Das ist der häufigste Irrtum. Viele glauben, die Streifen hätten etwas mit der Unwucht zu tun. Das stimmt nicht. Zwar gibt es Markierungen für das Auswuchten, aber das sind meistens kleine bunte Punkte an der Seitenwand.
Es sind keine Linien auf der Lauffläche. Diese Punkte markieren oft die leichteste Stelle des Reifens, damit der Monteur das Ventil der Felge genau dort positionieren kann. Aber die Linien auf der Lauffläche sind reine Bürokratie. Aber warum verschwinden sie? Warum macht man sie nicht permanent, wie eine Tätowierung im Gummi, damit man sie immer sieht? Hier kommt die Physik ins Spiel. Und auch wieder ein weit verbreiteter Irrtum. Wenn du siehst, dass die Farbe nach ein paar Kilometern weg ist, denken viele, oh, billige Farbe. Nein, das ist pure Absicht. Reifen brauchen Grip. Grip entsteht durch Reibung zwischen Gummi und Asphalt. Farbe ist eine chemische Beschichtung. Sie ist ein Fremdkörper auf dem Gummi. Wäre die Farbe dick und dauerhaft, hättest du an diesen Stellen weniger Haftung. Das will kein Ingenieur. Die Farbe könnte das Fahrgeräusch verändern oder im schlimmsten Fall sogar die Traktion beeinflussen. Die Hersteller wollen nicht, dass permanente Markierungen das Fahrverhalten stören. Deshalb ist die verwendete Farbe chemisch so konzipiert, dass sie extrem schlecht hält. Sie ist nur für den Transport gedacht. Sobald der Reifen auf der Straße rollt, sorgt die Reibung und die Hitze dafür, dass die Farbe pulverisiert wird und abblättert. Wären die Streifen nach 100 Kilometern noch da, wäre das technisch gesehen ein Problem. Es würde bedeuten, dass die Farbe zu widerstandsfähig oder zu dick aufgetragen ist. Es ist also ein Paradoxon. Wir brauchen die Farbe unbedingt, um den Reifen zu bauen, zu sortieren und zu liefern. Aber wir müssen sie sofort loswerden, um ihn sicher nutzen zu können. In einer Zeit von Lasergravur, digitalen Tracking-Systemen und Smart Factories wirkt es fast lächerlich. Wir verlassen uns immer noch auf bemalte Gummistreifen. Viele Hersteller nutzen zwar heute parallel Barcodes und Computertracking, aber die Farbe bleibt als visuelles Backup. Als die Versicherung, dass Mensch und Maschine effizient zusammenarbeiten können. Es ist das perfekte Beispiel dafür, dass manchmal die einfachste Lösung, ein Eimer Farbe, auch in der modernsten Industrie überlebt. Die bunten Linien sind also keine geheime Botschaft an dich, den Fahrer. Sie sind die stummen, kleinen Arbeiter der Fabrikhalle, die ihren Job erledigt haben, noch bevor du den Motor startest. Und sobald sie diesen Job erledigt haben, lösen sie sich in Luft auf und hinterlassen nur das schwarze Gummi, das wir alle für selbstverständlich halten.